Willkommen bei dem YouTube-Kanal von Intellio und heute sprechen wir über die häufigsten Fehler bei der Einführung einer Prozessmanagement-Software. Und bleiben Sie bis zum Ende des Videos dran, dann habe ich noch einen ganz besonderen Tipp für Sie. Und jetzt übergebe ich an Max. Ja, ich habe heute die 5 häufigsten Fehler bei der Einführung einer Prozessmanagement-Software für Sie dabei. Fehler Nummer 1 ist, dass man keine klare Zielsetzung bei dem Projekt hat. Das bedeutet im Klartext, wenn man keinen wirklichen Plan, kein Commitment vorgibt und vorlebt, fühlen sich die Mitarbeiter unsicher und man verpasst so ein bisschen die angestrebten Veränderungen dann auch wirklich am Ende zu erreichen. Das heißt, man muss sich wirklich mit einer klaren Zielsetzung an das Projekt begeben und von vornherein sagen, was man damit erreichen möchte, um die Mitarbeiter auch wirklich zu motivieren, den Sinn darin zu verstehen und das Ganze erfolgreich am Ende des Tages umzusetzen. Punkt Nummer 2, das Change Management. Das bedeutet, es geht hierbei nicht nur um die Software, sondern wirklich auch um die Menschen, die damit arbeiten. Wenn es keine klaren Verantwortlichkeiten gibt, wer zum Beispiel für die Pflege und auch für den Ausbau, die Weiterentwicklung von so einem Tool zuständig ist, dann ist das Projekt eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt und geht in den alltäglichen Aufgaben, die ja jeder im Unternehmen hat, dann einfach unter. Das heißt, ganz klar Verantwortliche benennen, die für das Tool zuständig sind, dann kann das Ganze auch super gut funktionieren. Punkt Nummer 3, zu wenig Ressourcen. Wenn Sie so eine Software neu im Unternehmen einführen, ist es natürlich wichtig, genügend Ressourcen dafür auch bereitzustellen. Das heißt, genügend Geld dafür einzuplanen, finanzielle Mittel, genügend Zeit einzuplanen, damit das Ganze nicht überhastet geschieht und natürlich auch das richtige Personal mit dem richtigen Fachwissen dafür abzustellen. Ansonsten kann es ganz leicht passieren, dass das Team, was mit diesen Aufgaben betreut ist, überfordert wird, was vielleicht natürlich sich auf die Motivation dann negativ auswirkt und dann logischerweise auch zu Fehlern führen kann von diesen Mitarbeitern. Kommen wir zu Punkt 4. Und das bezieht sich darauf, dass wenn man eine Software eingeführt hat, relativ früh am Anfang vom Ablauf her natürlich die Prozesse von sich modelliert und aufnimmt im Tool. Dabei kann es sehr verlockend sein, jeden Arbeitsablauf und Prozess sehr detailliert darzustellen. Am Ende des Tages kann das aber, wenn es wirklich zu detailliert ist, kontraproduktiv sein, indem das einfach zu viel Zeit kostet, zu komplex ist, man sich in Detailfragen verheddert und verzettelt, was wiederum natürlich zu einem schlechten Überblick insgesamt führt und von daher auf jeden Fall vermieden werden sollte. Last but not least, Punkt 5, die mangelnde Zusammenarbeit. Wenn man eine neue Software allgemein ja in Unternehmen einführt, ist es sehr wichtig, die Akzeptanz der Mitarbeiter hochzuhalten. Das gelingt natürlich am besten, indem man sie mit einbezieht. Das heißt, im Implementierungsprozess sollten am besten Mitarbeiter schon aus verschiedenen Ebenen, verschiedenen Abteilungen einbezogen werden, die natürlich auch wertvolles Feedback und Meinungen beitragen können zu den Prozessen, zu den verschiedenen Abläufen auch in der Software. Und dann, wenn dieser Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ein Mitspracherecht bekommt und sich wirklich auch gewertschätzt fühlt, dann kann das wirklich sehr wertvoll für die Einführung einer neuen Software sein. Die Zusammenarbeit wird gefördert und das Endresultat ist auf jeden Fall gesichert. Vielen Dank. Und wir haben für Sie einen Leitfaden mit den 10 häufigsten Fehlern bei der Einführung einer Prozessmanagement-Software vorbereitet. Und der besondere Tipp, den ich am Anfang angekündigt habe, ist, dass Sie den Leitfaden nicht nur für sich nehmen, um die Fehler zu vermeiden, sondern den können Sie natürlich auch als Werkzeug verwenden, um auch Kollegen mit ins Boot zu holen, um zum Beispiel auch die entsprechenden Ressourcen zu bekommen. Und falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bei uns oder schreiben Sie Ihre Frage in die Kommentare und wir greifen dann die Frage für das nächste Video auf. Vielen Dank fürs Zuschauen.